Gerade das Bündnis Sarah Wagenknecht, ich kann es mal nur wieder betonen, das geschworen hat, alles besser zu machen, deren ehemaliger Fraktionsvorsitzender weiter als Abgeordneter in der Ministerbank sitzt und als Minister weiterhin als Abgeordneter abstimmt, wie es die SPD seit Jahrzehnten macht, möchten also alle zusammen mehr Gehalt. Man kriegt den Hals also nicht voll, meine Damen und Herren. Das jedenfalls muss das Gefühl eines durchschnittlichen Brandenburgers sein, der 3.400 € brutto jedes Jahr nach Hause bringt und dank der SPD-Regierung hier im Land 12% weniger als der Durchschnittsarbeiter in der Bundesrepublik. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie fühlt ihr euch, wenn ihr hört, dass die Abgeordneten in Brandenburg sich 500 € mehr Gehalt genehmigen wollen, während viele Menschen nicht mal wissen, wie sie ihre Heizkosten zahlen sollen? In diesem Video zeige ich euch, was die Politiker wirklich verdienen, und glaubt mir, das ist eine Summe, die euch die Sprache verschlagen wird. Während die Bürger jeden Cent umdrehen müssen, machen sich die Altparteien die Taschen voll, und das alles mit einem Automatismus, der jede Diskussion überflüssig macht. Ein echtes Armutszeugnis, oder? Bleibt dran, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Was haltet ihr von diesen Diätenerhöhungen? Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Auf geht's! 500 € mehr Gehalt möchten SPD, BSW und CDU zukünftig für ihre Abgeordneten haben. Gerade das Bündnis Sarah Wagenknecht, ich kann es mal nur wieder betonen, das geschworen hat, alles besser zu machen, deren ehemaliger Fraktionsvorsitzender weiter als Abgeordneter in der Ministerbank sitzt und als Minister weiterhin als Abgeordneter abstimmt, wie es die SPD seit Jahrzehnten macht, möchten also alle zusammen mehr Gehalt. Man kriegt den Hals also nicht voll, meine Damen und Herren. Das jedenfalls muss das Gefühl eines durchschnittlichen Brandenburgers sein, der 3.400 € brutto jedes Jahr nach Hause bringt und dank der SPD-Regierung hier im Land 12% weniger als der Durchschnittsarbeiter in der Bundesrepublik. Meine Damen und Herren, in einer Zeit, in der die Menschen dank Ihnen ihre Jobs verlieren, und das ist ja in Brandenburg genauso wie in der Bundesrepublik, ob Sie nach Brandenburg an der Havel gehen, nach Ludwigsfelde gehen, nach Schwedt, nach Eisenhüttenstadt, überall haben die Menschen Angst, zukünftig am Weihnachtstisch zu sitzen und eben nicht mehr die Geschenke kaufen zu können, die sie vorher mal ihren Kindern geben konnten, weil sie ihre Arbeitsplätze verlieren. In einer Zeit, wo die Rentner nicht mehr wissen, ob sie im Winter heizen können, in dieser Zeit wollen Sie tatsächlich, dass die Abgeordneten im nächsten Jahr nochmal 500 € obendrauf bekommen. Aber warum auch nicht? Moral spielt ja offensichtlich selten eine Rolle in der Politik. Aber meine Damen und Herren, warum steigen diese Diäten eigentlich schon wieder? Sie steigen wegen eines Automatismus, den die damalige Kenia-Koalition in der letzten Legislatur weitergeführt hat. CDU, SPD und damals noch die Grünen. Und warum reden wir heute darüber? Weil eigentlich würden die Diäten ja automatisch steigen, weil die AfD diese Debatte beantragt hat, meine Damen und Herren, und weil es richtig ist und auch moralisch richtig ist, über so etwas zu sprechen. Es kann nicht sein, dass während jeder Arbeitnehmer draußen sein Gehalt verhandeln muss, wir automatisch mehr Gehalt bekommen, ohne auch noch darüber zu debattieren. Und wir reden hier über gewaltige Gehaltssprünge. Wir reden nicht nur über 500 €, die wir dieses Jahr mehr bekommen. Wir reden über 400 €, die es letztes Jahr schon mehr gab. Oder über 300 €, die es vorletztes Jahr schon mehr gab. 1.200 € mehr Gehalt innerhalb von 3 Jahren, meine Damen und Herren, obwohl wir ja bereits gut versorgt sind. Und ich habe das jetzt mal angepasst. Die Rede habe ich ja vor 2 Jahren schon mal ähnlich gehalten. Ich möchte Ihnen mal vorlesen, damit es alle draußen wissen, wie viel wir Abgeordneten eigentlich so bekommen. Eine Entschädigung von 9.293 €. Eine Altersvorsorge von 2.067 €, 1.000 € fürs Wahlkreisbüro, 3.500 € für die Erstausstattung fürs Wahlkreisbüro, 10.000 € für den behindertengerechten Ausbau des Wahlkreisbüros, das wollten damals die Grünen. Wir haben 3 Dienstlaptops, wir haben ein iPad, wir haben 2.400 € im Jahr für Praktikanten, wir haben 2 SIM-Karten für unbegrenztes Surfen im Internet auf Netflix und Co. überall in Europa. Wir haben eine Bahncard 100 erster Klasse für Berlin und Brandenburg, Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung von 50%, eine Mitarbeiterpauschale von 7.500 € im Jahr, meine Damen und Herren. Und ab dem Januar 2025 wollen Sie nochmal 500 € oben drauf satteln. Damit hätten wir dann 9.800 € Entschädigung und 2.185 € Altersvorsorge, macht dann nach Adam Riese ca. 12.000 € im Monat, die der Staat für jeden von uns zahlt. Und Sie wollen darüber nicht mal diskutieren, meine Damen und Herren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das nicht erwartet hätte. Ich habe schon erwartet, dass jemand, der in eine Koalition geht,
sich auch gewissen Regeln unterwirft und sich auch anpassen muss, das ist selbstverständlich. Aber dass man bei so grundlegenden Fragen hier in diesem Haus offensichtlich keine einheitliche Meinung hat und dass man weiß, dass es falsch ist und es trotzdem anders macht, das erstaunt mich dann doch, meine Damen und Herren. Aber was mich nicht erstaunt ist, alles, was nach der Aussage Ihres Vorsitzenden kam, der nämlich gesagt, an Gesetze muss man sich halten. Ein geniales Zitat, meine Damen und Herren, von Herrn Grumbach, vorher 40 Jahre in der SPD, der sagt, was sollen wir gegen den Automatismus tun? An Gesetze muss man sich schließlich halten. Wie wird das dann bei der Migration in den nächsten Jahren? Ist dann das Motto, jetzt sind sie nun einmal da? Wie ist das mit den Strompreisen? Ist die grüne Transformation dann einfach auch Gesetz? Wie ist das mit den Sanktionen gegen Russland? Sind die dann einfach beschlossen, meine Damen und Herren? Also nach diesem Credo, wer nach diesem Credo handelt, ist keine neue Kraft, sondern er ist die neueste Altpartei, meine Damen und Herren, und er kann nicht für sich in Anspruch nehmen, es anders zu machen. Und ich möchte an Sie alle appellieren, das geht nicht nur ans BSW, es geht auch an die CDU, Sie sind ja in der Opposition, das ist ja eine ganz andere Rolle als die letzten 5 Jahre. Sie wissen alle, dass es nicht richtig ist. Sie wissen alle, dass es richtig wäre, diesem Gesetzentwurf zuzustimmen. Und wenn Sie ihm nicht zustimmen wollen, weil ich ja schon gehört habe, dass es angeblich handwerkliche Fehler im Gesetzentwurf gab, obwohl er eine korrekte Kopie des Gesetzentwurfs der ehemaligen Koalitionsfraktionen ist, der damals angenommen wurde, dann würde ich einfach darum bitten, machen Sie einen Änderungsvorschlag. Wir sind gern bereit, den anzunehmen und dann können wir diesen Gesetzentwurf beschließen. Setzen wir diesen Automatismus aus und schaffen wir ihn in der nächsten Legislaturperiode ab. Es ist richtig, dass Gehälter angepasst werden müssen. Selbst auch wenn die Inflation 10 und 20% betragen sollte, ist es klar, auch für Abgeordnete gelten solche Regelungen wie für alle anderen Arbeitnehmer. Aber, und damit komme ich zum Schluss und wiederhole das, was ich am Anfang gesagt habe, richtig wäre es, dass wir im Haus hier einen Vorschlag machen, wie hoch die Diäten steigen sollen. Der muss gut begründet sein. Wir müssen darüber diskutieren. Das muss öffentlich sein, damit die Medien auch darüber berichten können, damit das eben auch in der Bevölkerung ankommt, worüber dieses Haus ganz transparent spricht. Denn das, was jetzt passiert, ist nicht transparent und es ist nicht richtig. Vielen Dank. Geht raus, liebe Leute, es ist wieder so weit. Weht das Blau, das uns in die Freiheit geleitet. Demokratie und Grundwerte, das ist unser Plan. Mit der AfD kommt ein neuer Morgen an. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schätzen unser Land. Das ist unser Ziel, mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Volksabstimmungen, das Schweizer Modell, das ist unser Weg, das finden wir ganz toll. Bundespräsidentenwahl direkt durch dich und mich. Mit der AfD wird Deutschland wirklich neu und frisch. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Opferschutz statt Täterschutz, das ist unser Recht. Unabhängige Richter, da wird's wieder echt gerecht. Deutsche Grenzen schützen, das haben wir erkannt. Mit der AfD, da bleibt Deutschland in der Hand. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Kinder und Familien, die sind uns viel wert. Die deutsche Sprache, die haben wir geehrt. Der Klimaweg endet, Umwelt wird geschützt. Mit der AfD wird Europa neu gemixt. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Familien, die sind uns viel wert. Unabhängige Richter, da läuft's wieder echt. Deutsche Grenzen schützen, das haben wir erkannt. Mit der AfD wird Deutschland in der Hand. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD.